Ein Selbstbehalt in der privaten Krankenversicherung. Was es damit auf sich hat und welche Modelle es gibt, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Lycom Versicherungsmakler. Ein Selbstbehalt wird immer dann benutzt, wenn man die monatlichen oder die jährlichen Beiträge geringer halten möchte als eben ohne Selbstbehalt. Wenn wir ein Beispiel nehmen, wir haben zum Beispiel monatlich eine Belastung durch die private Krankenversicherung von 500 Euro und nehmen einen Selbstbehalt von 600 Euro jährlich in die Krankenversicherung mit rein. Dann würden wir uns anstelle von 500 Euro monatlich 400 Euro zu Buche schlagen. Das heißt, insgesamt hätten wir eine Ersparnis von 1200 Euro jährlich. Eben, weil wir jeden Monat 100 Euro weniger zahlen als ohne Selbstbehalt. Wenn wir jetzt eine Behandlung haben und zum Beispiel den Selbstbehalt von 600 Euro verrechnen, dann haben wir am Jahresende unterm Strich immer noch eine Kostenersparnis von 600 Euro. Das heißt, in diesem Fall hat sich das richtig gelohnt. Hast du zum Beispiel aber einen Versicherungstarif, in dem es noch eine Beitragsrückgewähr gibt, das heißt, du sparst dir 1200 Euro, wenn du zum Beispiel keine Behandlung in Anspruch genommen hast und bekommst am Schluss, weil du eben kostengünstig als Kunde für die Versicherer warst, dann auch noch eine Beitragsrückgewähr, das heißt eine Erstattung deiner günstigen Einstellung im Gesundheitswesen bzw. die Nichtanspruchnahme von Behandlungen, dann wird es insgesamt nochmal ein Stück günstiger. Eine gute Sache, allerdings muss man eine Sache sagen, es ist nicht für jedermann dieser Selbstbehalt. Doch welche Modelle gibt es jetzt? Es gibt natürlich den Fixbetrag. Das heißt, ich mache mit meinem Versicherer einen Fixbetrag aus, wie gerade eben in dem Beispiel eben die 600 Euro jährlich. Das heißt, wenn ich eine Behandlung habe und die zum Beispiel 600 Euro kostet, dann zahle ich die selber. Alles andere, was jetzt noch an Gesundheitskosten auf mich zukommt, die übernimmt dann der Versicherer. Das ist der abgemachte Fixbetrag. Der bringt uns dann gleich eine Stufe weiter, nämlich zum prozentualen Modell. Das heißt, wir zahlen zum Beispiel immer von jeder Behandlung 10% und die restlichen 90%, die übernimmt dann der private Krankenversicherer. Das wäre das prozentuale Modell. Es gibt natürlich auch noch das bausteinbezogene Modell. Das heißt, du zahlst nicht bei allen Gesundheitsbehandlungen, sondern zum Beispiel nur im stationären Bereich. Das heißt, wenn du ambulant behandelt wirst, kommen keine Selbstbehaltkosten auf dich zu. Wirst du aber stationär zum Beispiel behandelt, dann musst du eben dann dementsprechend diesen Fixbetrag erstmal bezahlen und alles, was drüber liegt, wird dann dementsprechend von deinem Krankenversicherer geleistet. Besonders für die Berufsgruppe der Selbstständigen bzw. Freiberufler ist dieses Selbstbehaltmodell sehr interessant. Vor allem dann, wenn du selten krank wirst und selten dementsprechend natürlich Leistungen im Krankheitswesen in Anspruch nimmst. Das heißt, du bist erstens mal für den Krankenversicherer ein sehr günstiger Kunde und du lebst natürlich auch noch günstig, weil du auch keinen Selbstbehalt leisten musst, wenn du zum Beispiel keine Gesundheitsbehandlung, keine Behandlungen bzw. auch keine Heilwesen bzw. schwerwiegenden Zahnbehandlungen zum Beispiel in Anspruch nimmst und dementsprechend kommst du natürlich kostengünstig davon. Für Beamte und Arbeitnehmer ist es in der Regel eher seltener interessant, einen Selbstbehalt einzurechnen. Das liegt einfach bei Arbeitnehmern zum Beispiel am Arbeitgeberanteil bzw. beim Beihilfeanteil bei Beamten. Also für Freiberufler und Selbstständige, da ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, vor allem wenn du fit bist, wenn du jung bist und wenn du dementsprechend natürlich selten Behandlungen in Anspruch nehmen musst. Solltest du zum Beispiel jetzt schon in einer Krankenvollversicherung in einer privaten stecken, dann kannst du jederzeit in einen Selbstbehalttarif wechseln, denn schließlich verringert sich das Risiko für deinen Versicherer auf hohe Kosten zu treffen. Solltest du aber aus einem Selbstbehalttarif in einen Volltarif gehen, der ohne Selbstbehalt kalkuliert ist, dann wirst du definitiv Gesundheitsfragen beantworten müssen, denn in der Regel wechselst du ja in einen Tarif ohne Selbstbehalt immer dann, wenn du weißt, es kommen hohe Kosten auf dich zu. Das heißt, wenn es schon absehbar ist, dass du Behandlungen in Anspruch nehmen musst, Operationen etc. pp., dann ist es natürlich für dich sehr lukrativ, ohne Selbstbehalt zu fahren, beziehungsweise wenn nichts anstehen sollte, würdest du ja natürlich jederzeit in diesem Selbstbehalt-Tarif bleiben. Wie es in deiner individuellen Situation aussieht, das klären wir im 4-Augen-Gespräch. Da kannst du jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach anrufen, E-Mail schreiben bzw. online einen Termin vereinbaren und dementsprechend können wir die nächsten Schritte in dieser Hinsicht gehen und für dich auch einen geeigneten Tarif finden bzw. kalkulieren, ob es sinnvoll ist, einen Selbstbehalt mit reinzunehmen oder eben nicht. Das war's zu diesem Video. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.